Das chinesische Unternehmen Xiaomi hat sein erstes Elektroauto offiziell mit vielen neuen technischen Daten vorgestellt und will damit vor allem Tesla Konkurrenz machen, technisch sowie preislich. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Xiaomi positioniert den SU7 gegen Teslas Model 3, das auch in China zu den meistverkauften Elektroautos gehört. Bei der Präsentation sagte Xiaomi-Chef Lai Yun, der SU7 sei bei 90% der Spezifikationen besser als der Konkurrent. Das zeigt sich auch im Preis, aber dazu gleich mehr. Vorgestellt wurde das Elektroauto vom chinesischen Handyhersteller Xiaomi schon im Dezember. Am vergangenen Donnerstag, den 28. März, verriet Firmenchef Lai Yun in einer 2,5-stündigen Veranstaltung nun die Preise und weitere Details. Außerdem erfolgte der Bestellstart. Offenbar haben Auto und Preise überzeugt, denn die Nachfrage war schon kurz nach der Bestellfreigabe sehr hoch. In den ersten 24 Stunden seien 88.898 Bestellungen eingegangen. Die Bezeichnung Hersteller für Xiaomi wäre nicht ganz richtig, denn hergestellt wird das Auto vom Konzern BAIC, wenn auch in einem Werk, das Xiaomi selbst gebaut hat. Die Serienproduktion in der Pekinger Fabrik hat bereits begonnen. Zunächst soll das Werk 150.000 Autos jährlich bauen können, später dann sogar 300.000 Fahrzeuge. Die ersten Autos sollen Ende April ausgeliefert werden. Geht man von den 150.000 Stück jährlich aus, dann könnte Xiaomi in den verbleibenden 8 Monaten des Jahres 100.000 Stück bauen. Damit dürfte die Jahresproduktion inzwischen schon verkauft sein, denn die Bestellungen liefen weiter. Der Xiaomi SU7 zeigt sich mit einer gewölbten Fronthaube und flachstehender Windschutzscheibe. Die Limousine verfügt über Scheinwerfer mit LED-Streifen, die weit in die Front hineinragen. Die Überhänge sind kurz, der Dachverlauf neigt sich sanft nach hinten. An der vorderen und hinteren Dachkante sind LiDAR-Sensoren verbaut. Ein Panoramadach lässt viel Licht in den Innenraum. Am Heck erkennt man einen ausstellbaren Spoiler sowie schmale durchgehende Leuchten. Die hinteren Kotflügel sind stark ausgestellt. Auf den Bildern sehen wir eine Kamera an der B-Säule, daher kann man vermuten, dass der Xiaomi SU7 über eine Entsperrfunktion mit Gesichtserkennung verfügen wird. Xiaomi zeigte außerdem 2 optisch verschiedene Versionen, mit LiDAR und ohne. LiDAR ist, wenn es dabei ist, hinter der Frontscheibe verbaut. Nur die höheren Ausstattungsvarianten verfügen über den schon angesprochenen aktiven Heckflügel. Wie das äußere Erscheinungsbild des Xiaomi SU7 hält sich auch der Innenraum mit Ecken oder Kanten weitgehend zurück. Der Armaturenträger ist in Leder gehüllt, die digitale Tachoanzeige ist darin eingebettet, fällt ungewöhnlich klein aus und wird von einem Head-Up-Display unterstützt. Umso größer wirkt der Touchscreen des Infotainment-Systems über der Mittelkonsole, der 16,1 Zoll misst und schwebend vor dem Armaturenbrett angebracht ist. Die Technik dahinter stammt aus dem Hause Xiaomi selbst natürlich. Der Hersteller betont das besonders schnelle Ansprechverhalten und die Lernfähigkeit der System-KI. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Xiaomi SU7 ist 4,99 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,45 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf genau 3 Meter. Bei Xiaomi erhält man für den Basispreis einen Hecktriebler, der jedoch besser beim Sprint mit 5,3 Sekunden auf 100 und bei der Reichweite mit 700 Kilometern CLTC ist als ein Tesla Model 3. Während bei der Vorstellung des SU7 im Dezember nur 2 Versionen angekündigt wurden, soll es nun 3 geben. Hinzugekommen ist offenbar die mittlere namens Pro, welche auch die reichweitenstärkste ist. Die Version Pro hat den gleichen Heckantrieb wie das Basismodell, aber eine größere Batterie, sodass die Reichweite hier 830 Kilometer nach CLTC-Norm beträgt. Zum Vergleich, die Long-Range-Version des Model 3 hat eine CLTC-Reichweite von 713 Kilometern. Die Top-Version Max ist ein Allradler mit 495 kW oder 673 PS und einer Sprintzeit von 2,8 Sekunden.
Damit ist dieses Modell stärker als die beim jüngsten Facelift entfallene Performance-Version des Model 3. Xiaomi verwendet seine eigenen Elektromotoren. Hinten werden permanent Magnetmaschinen eingesetzt, vorne kommt beim Allradmodell eine Asynchronmaschine hinzu. Die Top-Version des SU7 erhält eine Qilin-Batterie von CATL, die 800 Kilometer nach chinesischer Norm ermöglicht und sich in nur 19 Minuten von 10 auf 80% aufladen lässt. Daraus errechnet sich eine Ladegeschwindigkeit von 3,7 Kilowattstunden pro Minute. Solche Ladegeschwindigkeiten werden nur von 800-Volt-Autos erreicht. Der Hyundai Ioniq 5 kommt mit der 77 Kilowattstunden Batterie auf 3 Kilowattstunden pro Minute. Die Ladegeschwindigkeiten der anderen Xiaomi-Varianten sind dagegen im Bereich von 400-Volt-Systemen. Wenn man der englischen Live-Übersetzung des Videos vom Launch-Event glaubt, soll allerdings nur die Basisversion ein 400-Volt-System haben. Die beiden gehobenen Versionen arbeiten mit 800 Volt. Der hintere Kofferraum fasst 514 Liter beim Hecktriebler, beim Allradler sind es 493 Liter. Dazu kommt bei allen Versionen ein 105 Liter großer Frunk. Zu den weiteren Besonderheiten gehören ein CW-Wert von nur 0,195, ein ausfahrbarer Heckspoiler, Drift, Boost und Launch-Modi, optionale LiDAR-Sensoren und ein kleiner Kühlschrank. Bidirektionales Laden, ein besonders großes Head-Up-Display, etliche physische Tasten, die beim Model 3 zum Beispiel weitgehend fehlen, und aufblasbare Sitzwangen. Xiaomi-Tablets lassen sich darüber hinaus in Halter an den Vordersitzlehnen einsetzen. Diese sind dann mit der Fahrzeugelektronik verbunden, sodass man von ihnen aus den Beifahrersitz nach vorne schieben, also der Chauffeurmodus, oder das Navigationsziel angeben kann. Da Xiaomi bereits auf dem Gebiet der KI-gestützten Technologien zu den Marktführern zählt, ist es nicht verwunderlich, dass der Hersteller im Xiaomi SU7 zeigt, was möglich ist. Das Radarsystem scannt die Umgebung mit 11 Kameras, einem LiDAR-Gerät, 3 mm Radare und 12 Ultraschallradargeräten. Die Systeme erfassen laut Xiaomi einen Bereich im Abstand von 5 cm bis 250 Meter um das Auto. Das System soll vorausschauend und automatisiert agieren können, beim Fahren unterstützen und gefährlichen Situationen vorbeugen können. China ist der größte Automarkt der Welt und die Anbieter liefern sich einen erbitterten Preiskampf. So räumte Xiaomi-Chef Lai ein, dass der Preis für das Einsteigermodell für das Unternehmen nicht kostendeckend sei. Laut Xiaomi gingen in den ersten 27 Minuten der Präsentation am 28. März über 50.000 Bestellungen ein. Das Basismodell kostet ohne Extras umgerechnet knapp 28.000 €, das Topmodell startet bei knapp 39.000 €. Die günstigste Variante des Model 3 kostet in China 31.500 €. Ob der Hersteller den SU7 auch in anderen Ländern auf den Markt bringen wird, ist unklar. Falls das Elektroauto auch hierzulande auf den Markt kommt, dann wahrscheinlich zu einem höheren Preis als in China. Ihr könnt mir unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie viel der bei uns kosten wird. Mit seinem ersten Elektroauto ist Xiaomi offenbar ein großer Wurf gelungen. Daten und Preise klingen fast zu schön, um wahr zu sein. Das Auto ist offenbar auch noch deutlich besser und dazu noch günstiger als das Tesla Model 3 in China. Aber was haltet ihr vom Xiaomi SU7? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!